Dieses Jahr ging es für Kerstin und mich wieder auf einen kleinen Mädelstrip. Und zwar nach Cagliari. Oder wie wir auch auf der Reise gehört haben, Cagliari, Calgary. Es gab wirklich jede Variante. Aber egal wie man es ausspricht, die Stadt hat mich total begeistert. Ich war vor 5 Jahren schon mal auf Sardinien, damals in Olbia. Und um das Fazit gleich mal vorwegzunehmen, die Strände an der Costa Smeralda haben mir damals zwar noch ein bisschen besser gefallen, aber als Stadt, da hat Cagliari für mich ganz klar die Nase vorn. Die Altstadt ist einfach wunderschön. Enge Gassen, bunte Häuser, überall Aussichtspunkte. Absolut sehenswert. Aber zieht euch bitte gutes Schuhwerk an. Es geht wirklich steil bergauf. Und obwohl ich meine Reisen eigentlich immer ziemlich gut vorbereite, hat mich Cagliari auch mal überrascht. Zum Beispiel wollten wir nach einem Aufstieg eine Pause im Giardini Pubblici machen und da gab es überall Katzen. Für uns natürlich genau das Richtige. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Supermärkte im Ausland. Und in Italien gehört das für mich einfach zum Pflichtprogramm. Ich konnte stundenlang durch die Gänge schlendern und ganzen lokalen Spezialitäten bestaunen und natürlich auch probieren. Auf Sardinien müsst ihr unbedingt mal Culurgiones essen. Das sind gefüllte Teigtaschen oder Seadas. Das sind Käsetaschen mit Honig. So lecker. Dazu Pecorino Sardo, Panne Curaçao oder Bottarga. Ach, ich könnte ewig weitermachen. Und klar, Pizza geht sowieso immer. Aber kommen wir mal zum Strand. Cagliari ist bekannt für den Spiaggia di Poetto. Ganze 10 Kilometer feinster Sandstrand. Wir waren gleich dreimal dort. Tipp von mir, je weiter man rausgeht, desto leerer wird's. Und das Praktische ist, alle Strandabschnitte sind super mit dem Bus angebunden. Kleiner Spoiler, beim Busfahren gibt es ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Das erzähle ich dir aber in einem extra Video. Das verlinke ich bald hier. Und spannend ist auch, jeder Abschnitt hat so seine Eigenheiten. Das Wasser wirkt immer in einem anderen Blauton. Mein Favorit war so ungefähr in der Mitte des Strandes. Am letzten Tag sind wir fast bis ans Ende gefahren und da war es richtig stürmisch. Aber dadurch konnten wir die Windsurfer und Kiter beobachten. Das war wirklich beeindruckend. Ein Ausflug durfte natürlich auch nicht fehlen. Wir sind nach Chia gefahren, zum Strand zu Giudeo. Mit dem Bus etwa 1,5 Stunden von Cagliari entfernt und ja, es lohnt sich wirklich. Aber das haben natürlich auch viele andere Touristen gedacht. In
In den kühleren Monaten kann man dort übrigens auch, wie an vielen anderen Orten in Südsardinien, Flamingos beobachten. Auf unserer Busfahrt haben wir auch noch ein paar gesehen. Und dann kam mein absolutes Highlight, ein Sonnenuntergangsausflug mit dem Boot. Wir sind an der Küste entlang gefahren, vorbei an versteckten Buchten, Höhlen, am Teufelssattel und dann Aperitivo auf dem Boot. Aperol Spritz, Chips, Sonnenuntergang. Ganz ehrlich, in diesem Moment konnte ich mir nichts Schöneres vorstellen. Das war wirklich einer dieser Augenblicke, die man für immer im Herzen behält. So, das war unser kleiner Mädelstrip nach Cagliari. Wenn ihr einen Ausflug nach Cagliari plant, Altstadt anschauen, Strandhopping machen, unbedingt die Küche genießen und gönnt euch auf jeden Fall eine Bootstour bei Sonnenuntergang. Ihr werdet es nicht bereuen. Hat dir das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.